Da stand ja mal ein riesiges Kloster. Jeder Mensch kann hier auftauchen und hier einfach über eine Graswiese spazieren gehen, wo früher mal die ganzen Mönche eben ihre Arbeit verrichtet haben. Sehr imposant von der ganzen Anlage und natürlich jetzt bei diesem traumhaften Wetter heute unbeschreiblich schön. Wer hier ist, will es festhalten. Das Welterbe Kloster Lorsch. Ich gewöhne mich nie an diesen Ort. Es ist immer so, dass ich jeden Tag mich an dieser Torhalle erfreue und an diesem Kirchenfragment. Ein Königskloster. Karl der Große hatte hier das Sagen. Atemberaubend. Unglaublich schön ist das. Das beeindruckt mich zutiefst. Und das Original ist natürlich unbezahlbar. Man hat eine gewisse Ehrfurcht, man darf aber natürlich auch keine Angst vor dem Objekt haben. Wem ist dieses einzigartige Erbe der Menschheit heute anvertraut? Und wer hat vor 1200 Jahren hier gelebt? Man fühlt sich in diesem Moment gerade wie so eine Detektivin im Prinzip, ja, weil man da einem Lebewesen auf der Spur ist. Eine Zeitreise ins frühe Mittelalter. Was macht diesen Ort zu einem Besuchermagnet? Rund 350.000 Menschen zieht es jedes Jahr zur Welterbestätte an der Hessischen Bergstraße. Wenn wir so ein Schild sehen, Weltkulturerbe oder sonst Sehenswürdigkeiten, dann wird abgebogen, angehalten und sich das angeschaut. Ich bin hier aufgewachsen. Die alten Klostermauern, das war immer auch Ausflugsziel von der Grundschule damals. Und haben uns das halt wirklich noch angeguckt und auch vorgestellt sozusagen, wo was denn stand. Also mit der Zusatzinformation war das halt auch als Kind jetzt auch nicht mehr eine Schnitzeljagd als jetzt trockene Geschichte, sage ich mal. Das zu vermitteln ist seine Aufgabe. Historiker Hermann Schäfers leitet die Welterbestätte. Wenn er Besucher umherführt, dann immer mit dem einen Ziel. Ich bin mir sicher, dass Sie am Ende der Führung voll davon überzeugt sind, dass dieses Kloster zu Recht auf der Welterbeliste steht. Für Lorsch hängt der Welterbestatus natürlich wesentlich mit der Torhalle zusammen, die ja das am besten erhaltene karolingerzeitliche Bauwerk Zentraleuropas ist. Die Einzigartigkeit ihres Fassadenschmucks, die kein Pendant hat irgendwo in Europa. Jetzt suchen Sie sich mal eins von diesen Sechsecken aus Buntsandstein, aus rotem Sandstein aus. Da setzen kleine weiße Dreiecke an. Gibt das für Sie ein Bild? Ein Stern. Ein geometrisches Kunstwerk karolingischer Architektur. Die prunkvolle Torhalle soll für den Empfang prominenter Gäste oder als Gerichtsgebäude errichtet worden sein. So genau weiß man das bis heute nicht. Während die Torhalle fast noch vollständig erhalten ist, ist vom eigentlichen Kloster nach der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg kaum noch etwas übrig. Der Tourist, der hierher kommt, klingelt dann oft an der Tür und fragt, wo ist denn nun das Kloster? Ja, es gibt einfach nur diese Torhalle, es gibt das Fragment der Klosterkirche, es gibt die Klostermauer und das war's. Das soll jetzt in einer Liga sein mit Maulbronn oder mit anderen bedeutenden Klöstern in Europa. Wir dachten eigentlich, es wäre noch mehr erhalten vom Kloster. Ich habe mir wirklich vorgestellt, dass man auch noch Gebäude besichtigen kann. Es ist ein bisschen wenig, also für Weltkulturerbe. Vielleicht auf den ersten Blick, aber Lorsch muss sich nicht verstecken. Als Königskloster war es Karl dem Großen unterstellt, mit einem mächtigen Grundbesitz in heute über 1000 Städten und Gemeinden in 6 europäischen Staaten. Kloster Lorsch war ein Konzern, ein extrem großer Wirtschaftsbetrieb mit politisch-militärischer, wirtschaftlicher Bedeutung. Das schwingt auch mit bei diesem Welterbe-Begriff. Und das sind alles Dinge, die wir uns heute jetzt hier in diesem idyllischen kleinen Städtchen Lorsch im Süden Hessens heute kaum mehr vorstellen können, dass das also solche Dimensionen erreicht hat. Wo einmal 60 Mönche gelebt haben sollen, bleibt heute nur der Grundriss als Abdruck im Rasen, über den Hermann Schäfers am liebsten mit seinem Hund Bolle spaziert.
Buddeln sollte der hier aber besser nicht. Eine meiner ersten Erlebnisse hier im Kloster war ein Gewitter und eine entsetzte ältere Dame, die bei uns Sturm geläutet hat und gesagt hat, sie hätte einen Toten gefunden, der da liegt. Und ich bin natürlich gleich heraus, hoch alarmiert. Und wir stellten fest, es ist ein Skelett gewesen auf dem Mönchsfriedhof, das freigespült wurde durch diesen Starkregen. Und das machte mir mit einem Mal klar, wie nah uns die Geschichte eigentlich ist. Es ist tatsächlich nur ganz wenig erdreich zwischen dieser Welt damals und heute. Wie die Welt damals außerhalb der Klostermauern ausgesehen haben könnte, erforscht Klaus Kropp. Der Archäologe hatte den Wunsch, den Besuchern des Klosters mehr zeigen zu können als Knochen und alte Mauern. Er lässt die Geschichte lebendig werden im Freilichtlabor Lauresham. Nur 5 Fußminuten vom Welterbe entfernt erbauten er und sein Team einen frühmittelalterlichen Herrenhof. Noch einen Schritt noch, ja. Mal noch einen Schritt zurück. Gut. Wenn im Frühmittelalter Ackerflächen eben mit Rindern bewirtschaftet worden sind, dann müssen wir das genauso machen. Das ist eine Herausforderung, das alles erstmal zu lernen. Aber dann merkt man auf einmal, was das mit so einem Boden beispielsweise macht. Die Bodenverdichtung ist eine ganz andere und deswegen würden wir das völlig kompromittieren, wenn wir schummeln würden und den Traktor holen. Nochmal langsamer. Du willst zu schnell. Ja, sehr gut. Nancy. Wir beschäftigen uns hier mit der Zeit um 800 nach Christus. Und das große Problem, was wir haben da keine vollständigen Originale mehr. Wenn ich jetzt einen Pflug nehme von vor 1200 Jahren, ist davon nur noch die Pflugschar, das eiserne Stück davon erhalten. Das heißt, das Annähern an diese Zeit ist mit ganz vielen Experimenten verbunden. Und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen mit den Mitteln der experimentellen Archäologie, also mit wissenschaftlichen Experimenten, uns so gut es geht, wissenschaftlich fundiert dieser Zeit annähern. Das lebendige Museum können Besucher mit einer Führung oder auf eigene Faust erkunden. Super. Unglaublich gut, wirklich tatsächlich. Es ist schön, dass es ein Labor ist, wo die Kinder was entdecken und anfassen können. Also dass es nicht einfach nur ein Museum zum Gucken ist, sondern irgendwie so zum Erleben. Es ist halt ein ganzer Lebensraum, den man hier entdecken kann. Man steckt so mittendrin und es gibt hier ringsrum nichts anderes. Und deswegen ist es mehr so ein Eintauchen und Hineingehen auch in die Zeit. Da bin ich auf jeden Fall stolz. Also ich könnte ja sagen, es ist ein Stück weit auch mein Baby, weil ich im Prinzip von Anfang an mit dabei war. Ich meine, wir haben tatsächlich eben bei 0 Besuchern angefangen bei der Eröffnung und sind jetzt bei über 20.000. Und das ist schon eine tolle Sache. Heute erwartet Klaus Kropp eine Schulklasse, die eine Woche lang in den nachgebauten Lehmhäusern übernachten wird. Hallihallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Seid ihr gut durchgekommen? Ja. Wie lange wart ihr jetzt unterwegs? 1,5 Stunden. Naja. Die 7. Klasse ist aus Ludwigshafen angereist. Vorfreude sieht anders aus. Dann geht's an die erste Nacht vor allen Dingen. Das ist immer das Aufregendste. Und jetzt geht's ans Eingemachte und eine Woche Mittelalter. Dann mal hier rein. Jetzt sind wir ja in einem unserer Wohnhäuser. Und das ist ein bisschen kleiner als das andere. Das heißt, wir würden hier euch Mädels unterbringen. Das wäre euer Haus sozusagen. Ein bisschen Komfort ist erlaubt. Also es ist eher ungewohnt, so zu schlafen, aber weil normalerweise ist man ja ein weiches Bett gewöhnt. Es könnte vielleicht ein bisschen unangenehm werden, vielleicht am nächsten Tag vielleicht ein bisschen Rückenschmerzen, aber ja. Was hier alles rumkrabbelt und so, bin ich nicht so ein Fan. Das ist sicherlich eine große Herausforderung, allein schon, wenn es darum geht, in solchen Häusern zu übernachten. Denn die Geräusche der Nacht sind was anderes als die Klimaanlage zu Hause oder der MP3-Player, der vielleicht noch läuft oder sonst was. Es sind einfach natürliche Klänge, da kann eine Eule nachts reingeflogen kommen. Die größte Angst wäre für mich tatsächlich, dass hier irgendwelche Tiere reinkommen oder dann halt in der Nähe sind, die angreifen oder sowas. Wenn hier so eine Fledermaus drin wäre, wäre nicht so lecker. Sieht aber schon gemütlich aus eigentlich. Ja, gut. Sieht gemütlich aus, ja. Das ist auch gemütlich. Schön, dass man Das Abenteuer Mittelalter beginnt, mit allem, was dazugehört. Okay, dann bitte die Handys.
Wer will, kann stattdessen mit alten Tierknochen spielen. Heute haben wir Kinder, die gar nicht mehr wissen, wie man spielt, weil das Tablet oder das Handy macht es ja für einen. Und die Kreativität ist im Frühmittelalter sicherlich stärker gefordert gewesen. Ja. Sie ist Knochenspezialistin. Anthropologin Silke Strohmenger bekommt alles in die Finger, was Archäologen in den letzten 200 Jahren rund um das Kloster Lorsch ausgegraben haben. Ich öffne die Kiste und ich will natürlich sofort wissen, ist es jetzt ein Mann oder ist es eine Frau? Wie alt könnte das Individuum gewesen sein? Und das sehe ich zum Beispiel an den Schädelnähten. Ne? Und wenn die eben sehr stark verknöchert sind, dann sagt mir das einfach, dass das Individuum schon ziemlich alt war. Das ist ein total spannender Moment. Man fühlt sich in diesem Moment gerade wie so eine Detektivin im Prinzip, ja, weil man da einem Lebewesen auf der Spur ist. Wenn ich jetzt alles genau erfasse und inventarisiere, dann kann ich natürlich später damit wissenschaftlich arbeiten, weil ich will ja Metadaten wissen. Ne? Also später möchte ich wissen, wie alt sind denn die Mönche so im Durchschnitt geworden? Oder auch die normale dörfliche Bevölkerung. Sind die wirklich alle so jung gestorben, wie man so oft sagt, im Mittelalter sind ja alle jung gestorben? Ist das wirklich der Fall? Ne? Das sind ja ganz große Fragezeichen. Dieser Schädel eines Benediktinermönchs blieb so gut erhalten, dass Wissenschaftler sogar sein Aussehen rekonstruieren konnten. Durch die DNA-Analyse, die wir am Hinterhaupt von einem Stückchen Knochen am Hinterhaupt vorgenommen haben, haben wir Daten über die Augenfarbe und die Haarfarbe. Und da wir wissen, dass der Mönch zwischen 888 und 966 hier gelebt hat, haben wir ihn mit der spezifischen Frisur und dem Haarbild ausgestattet. Da kann man sich eben so einen richtigen Menschen auch vorstellen. Und das war ja auch die Intention, einem Mönch das Gesicht wieder zurückzugeben. Und die Gäste, die hierher kommen, auch so das Gefühl vermitteln, ich blicke so einem Mönch auch mal ins Gesicht. Das ist wie eine kleine Zeitreise, ja. Wie so eine Zeitreise für Besucher möglichst spannend sein kann, daran arbeiten Hermann Schäfers und sein Team regelmäßig. Wir haben tatsächlich auch einen Workshop, ein Projekt, wo wir eben Bier brauen, genauso wie wir frühmittelalterlichen Käse herstellen können. Da ist es natürlich im ersten Sinne praktisch, wenn man jemanden hat, der das noch beherrscht und von dem man das lernen kann. Also wir machen Fortbildungen und dann geht es an die Quellenarbeit. Da muss man sich anschauen, was man aus den Quellen ziehen kann und dann wird ausprobiert. Teilnehmer von Workshops können dann lernen, mit Gänsefedern zu schreiben, wie einst die Mönche im Skriptorium. Es gibt übrigens Skriptorien auch durchaus in Nonnenklöstern. Ne? Also das ist nicht eine rein Männerklostersache. Die Museumspädagogen bieten auch Färbekurse mit alten Pflanzen an. Vorsichtig, langsam, langsam. Ihr wollt nicht unbedingt gelbe Klamotten haben. Ja, langsam, langsam, der kostbare Hut. Das Wolle durch die Goldrute gelb wird, lernen hier nicht nur die Schüler. Auch Tagesgäste können erleben, wie aufwendig es im Mittelalter war, Kleidung herzustellen. Und auch hier, ihr seht wieder, wie lange das braucht. Und wir haben jetzt das Schaf nicht geschoren und wir haben die Wolle nicht gewaschen. Und nur ein bisschen gekämmt, bis wir überhaupt endlich mal einen Faden haben. Wir haben noch lang kein Kleidungsstück. Was passiert mit den Fäden? Und das war für mich eine große Herzensangelegenheit, hier einen Bildungsort zu schaffen, gerade eben, weil so wenig zu sehen ist. Dafür steht Hermann Schäfers jeden Morgen auf. Seit 30 Jahren arbeitet er hier. Seine Wohnung liegt direkt neben dem Kirchenrest des Klosters. Ich wohne mittendrin, ja. Also wenn ich das Fenster aufmache und schaue in den Klosterpark, freue mich an den alten Bäumen. Also es ist schon etwas Besonderes, hier auch leben zu dürfen. Die schönsten Momente sind eigentlich immer morgens früh. Und ich habe auch eine Lieblingsbank da hinten. Da sitze ich dann immer gerne, wenn so die Sonne im Sommer da hinten aufgeht und dann das Licht so langsam durch das Kirchenfragment wandert. Und dann Millionen von Tautropfen im Rasen illuminiert, sodass sie wie Diamanten wirken. Und das sind schon so Momente, wenn man dann noch die Schwalben hört, das grenzt an Glück. Mein Arbeitsweg von der Küche bis in mein Büro
dürften das ungefähr 40 Schritte sein. 40 oder 50 Schritte vielleicht. Geschichtsstudent Anton macht hier ein Praktikum. Die Welterbestätte hat ihn schon als Grundschüler fasziniert. Ich war mal zu einem Kindergeburtstag hier, da gab es Zinngießen. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, das blieb noch in Erinnerung. Ich glaube, es ist vor allem eben diese ganze Klosteranlage, die diese Neugierde einfach weckt. Weniger aufregend ist das, was er heute erledigen soll. Autoren wichtiger Handschriften in eine Excel-Tabelle eintragen. Die Schwierigkeit liegt vor allem einfach in der schieren Masse. Also, es ist eine Mammutaufgabe, es ist wirklich, wirklich viel gerade. So, wie sieht's denn aus? Der erste Band ist fast durch, wieder, ne? Ja, und dann können wir uns damit beschäftigen, was so ein gescheiter Mönch im Jahr 1000 so alles wusste. Oder hätte wissen können, wenn er hier die Bibliothek ordentlich genutzt hätte. Prima. Die Lorscher Klosterbibliothek war eine der bedeutendsten im Früh- und Hochmittelalter. Mittlerweile sind ihre Schriften in der ganzen Welt verstreut. Selbst ihre Repliken sind heute so wertvoll, dass sie im Tresor aufbewahrt werden. Patricia Scheuermann kennt jedes einzelne der Werke und hütet sie wie einen Schatz. Das ist definitiv eine Schatzkammer. Wir haben natürlich mehr oder weniger teure Bücher, aber hier liegen eben auch einzelne Stücke, die eben 10.000 € oder mehr wert sind. Gesamtwert? Nicht in der Öffentlichkeit. Wenn ich sie zeigen möchte, muss ich immer aufpassen, dass sie gut geschützt sind, dass sie auf keinen Fall natürlich Wind und Wetter ausgesetzt sind und dass eben nichts drankommt, weil wir wollen sie ja noch viele, viele Jahre lang der Bevölkerung zeigen. 4 Frauen aus dem Welterbe-Förderverein haben heute bei ihr den Hingucker gebucht. Eine Kurzführung, bei der sie das Faksimile des berühmten Lorscher Evangeliars ganz aus der Nähe betrachten dürfen. Faksimile heißt mach es gleich, Faksimile, also mach es gleich. Und das sieht also genauso aus, das soll genauso gemacht sein wie das Original. Damit man damit auch natürlich ein bisschen forschen kann, damit man wirklich das Original nicht eben anfassen und dauernd durchblättern muss, weil es auf Dauer einfach nicht so gesund für das Buch auch ist. Es ist teuer tatsächlich. Aber mittlerweile geht man sogar davon aus, dass Handschuhe auch bei den Originalen mehr Schaden anrichten. Macht man nicht mehr, weil diese Baumwollhandschuhe ganz kleine Fasern abgeben und die wohl ein bisschen, gerade wenn es Pergament ist, ein bisschen zerstören. Das Original ist natürlich unbezahlbar. Im Original wurde die Buchtafel aus echtem Elfenbein gefertigt und jede einzelne Seite mit Goldtinte geschrieben. Am Hof Karls des Großen als Geschenk an das Kloster Lorsch. Bevor der Text beginnt. Das ist schon mit die prächtigste Seite und die bekannteste natürlich. Das heißt, hier haben wir Christus mit den 4 Evangelistensymbolen. Und wenn wir jetzt diese Seite zum Beispiel schon mal anschauen, haben wir ganz, ganz viele Farben, die exorbitant teuer sind. Also wir haben richtiges Purpur von der Purpurschnecke. Die Purpurschnecken sind super teuer. 10.000 Stück geben gerade mal 1,2 Gramm Farbstoff. Ja, eigentlich atemberaubend. Unglaublich schön ist das. Hätte ich nicht erwartet. erwartet. Wenn man sich überlegt, dass das alles mit der Hand gefertigt wurde und so gleichmäßig und wunderschön geschrieben und gemalt, überhaupt das Herstellen der Farben, das beeindruckt mich zutiefst. Ich meine, der Hof Karls des Großen hatte natürlich die Skriptoren, ja, die das am allerbesten, am allerschönsten konnten. Unser Skriptorium in unserem Kloster ist ein Copyshop. Also die haben viel geschrieben, viel abgeschrieben, aber malen konnten sie wohl nicht so. Lorsch war eigentlich ein Copyshop, das heißt, man hat viele Bücher abgeschrieben. Unser Glück, denn ganz viele davon sind nur deswegen erhalten, weil unsere Mönche sie abgeschrieben haben, sind im Original oft nicht mehr da, aber von den Mönchen noch. Auch ein wichtiger Teil des Lorscher Evangeliars galt lange als verschollen. 1992 ändert sich das schlagartig. Schäfers bekommt den Hinweis einer Besucherin, sie habe das Original in Rumänien entdeckt. Das hat mich natürlich elektrisiert. Wir sind dann 24 Stunden nonstop, es war eine fürchterliche Fahrt, durch Ungarn über die Grenze nach Rumänien, nach Alba Iulia gefahren. Und dort öffnete sich so eine Tür zu einer kleinen Kammer, also keineswegs ein aufwendiger Tresor oder so etwas. Und es lag tatsächlich das Lorscher Evangeliar da drin. Das war ein unglaublicher Moment.
Schäfers gelingt es nach zähen Verhandlungen, die wertvolle Handschrift zurück nach Lorsch zu holen. Als Leihgabe für eine Ausstellung. Und das ist der zweite Teil des großen Abenteuers gewesen. Die Handschrift wird in eine Kiste verladen, die klimatisiert ist, wird unter militärischer Bewachung einer Spezialeinheit der rumänischen Polizei durch Siebenbürgen nach Bukarest gefahren, dort eine Linienmaschine der Lufthansa verladen und zusammen mit dem Generaldirektor der rumänischen Nationalbibliothek und einigen verdutzten Fluggästen, die sich gefragt haben, was macht dieser Mann mit dieser riesen Kiste da im Flugzeug, die auch noch mit Handschellen an ihm befestigt gewesen ist. Und so kam also der Flug nach Frankfurt, dort warten wir schon zusammen mit dem Zoll. Und dann ging es mit Polizeibegleitung über die Autobahn nach Lorsch. Und da begann dann eine 3 Wochen lang andauernde Ausstellung dieses Lorscher Evangeliars. Durchschnittlich haben etwa 2000 Besucher pro Tag diese Handschrift gesehen. Und das hat eigentlich nachhaltig alles verändert hier an der Welterbestätte. War bis dahin Lorsch ein idyllisches kleines Dörfchen, wo es mal ein Kloster gegeben hat. Seither stehen wir ganz anders, auch im Fokus des Interesses kulturhistorisch interessierter Menschen. Also ein Quantensprung sozusagen für die Entwicklung der Welterbestätte. Seit 1991 ist das Kloster Weltkulturerbe, das erste in Hessen. 20 Jahre zuvor verlief entlang der Torhalle noch eine Bundesstraße. Heute unvorstellbar, das einzigartige Baudenkmal so zu gefährden. Inzwischen trinken hier Welterbe-Touristen ihren Kaffee in der Fußgängerzone. Jeder kleine Riss im Mauerwerk der Torhalle wird genau dokumentiert. Ich schaue mir die Oberfläche von der Wand an. Durch das Streiflicht kommen einfach die Unebenheiten in Anführungszeichen ein bisschen besser zur Geltung. Dementsprechend sind Risse manches Mal einfach besser zu sehen. Restauratorin Nora Möritz kontrolliert den Zustand der Torhalle regelmäßig. Präventive Denkmalpflege. Die Innenwände zeigen 9 verschiedene Putz- und Malschichten, die ältesten aus der Karolingerzeit. Das war meine allererste Baustelle im Vorpraktikum. Deswegen ist es schon immer was Besonderes, wenn ich wieder hierher komme. Das sind sehr besondere Malereien. Und dementsprechend ist es natürlich schon einfach schön, wenn ich an manche Stellen rankomme, wo der Besucher vielleicht nicht so drankommt. Oder ich wirklich auch mal da was reinigen darf oder kann, wo dann die Schmutzauflagerung ist und man einfach diesen Wow-Effekt bekommt, wenn der Staub weg ist, was für ein Gesamtbild da einfach wieder zum Vorschein kommt. Das ist dann schon einfach schön zu sehen. Der Aufwand, die Welterbestätte zu pflegen, ist enorm. Im Sommer wird die Grünfläche jeden Morgen bewässert, jeden Montag der Rasen gemäht. Auf einer Fläche von rund 4 Fußballfeldern. Rasenmäher sind hier tabu. Im Freilichtlabor erntet die Schulklasse den reifen Weizen mit der Handsichel. Lebensmittelbeschaffung wie im Mittelalter. Denkt dran, jedes Korn ist wichtig, wir wollen Brötchen damit backen. Ja, sehr schön. Ein wunderbarer Strauß. Weiter geht's. Jo, weiter, weiter, weiter. Bring das schon mal vor, ne? Patricia Scheuermann kümmert sich nicht nur um alte Handschriften. Als Museumspädagogin schwitzt sie heute mit den Jugendlichen auf dem Feld. Unkrautbekämpfung und Maschinen gab es damals nicht. Naja, es ist reine Handarbeit und wir haben halt viel Beikräuter, die wir drin haben und nicht nur so harmlose, sondern auch so Disteln, die halt ziemlich schmerzhaft sein können, ne, wie die Mädels schon festgestellt haben. Das ist mittelalterliches Leben, inklusive Splitter. Körperliche Arbeit direkt nach dem Aufstehen. Wie war sie denn, die erste Nacht im Freilichtlabor? Schlimm, ja, sehr schlimm. Also wir hatten gefühlt 3 Millionen Spinnen, auch sehr nah an unseren Gesichtern. Und neben meinem Ohr war auch ein Ohrenzwicker. Das war sehr unangenehm. Und es war alles stockdunkel und kalt. Man hat die Grillen gehört und wenn man auf Klo gegangen ist, also, dann hat man ein paar Fledermäuse gesehen. Gar nicht schlecht. Trotzdem fürchte ich, es gibt vielleicht ein Brötchen bisher.
die Menge ist schon ziemlich wenig, daraus ein Brötchen zu bekommen. Wie viel die arbeiten mussten für so wenig, das ist schon ziemlich krass. Es gibt viele Aha-Momente, weil diese Wertschätzung von Dingen, egal ob von Lebensmitteln oder auch dann von Textilien, ganz anders ist, wenn man hier rausgeht, als wie wenn man hier reingekommen ist. Und das ist ja das, was wir erreichen wollen. Jetzt sollen sie dreschen, wie früher, mit dem Dreschpflegel. Ja, könnt ihr euch noch ein Lied dazu ausdenken? Wir haben tatsächlich oft Lieder dazu gesungen, dass sie im Takt bleiben. Die Jungs zählen lieber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist nicht einfach, Leute. Das ist nicht einfach. Wir haben es beide auch getroffen. Ja, das Schönste ist tatsächlich zu sehen, wie sie dann sehen, was sie selber erreichen können auch. Und wie viel Mühe aber manches auch kostet. Aber wie stolz sie auch sind, dass sie das jetzt geschafft haben. Zu Recht, weil das ist ja wirklich viel Arbeit. Na, guck mal, da ist doch einiges. Ihre Ausbeute ist überschaubar. Von der eigenen Ernte blieb damals oft nicht viel übrig. Etwa 1/3 brauchte man als Saatgut für das nächste Jahr und 1/10 ging ans Kloster als Steuer. Die wurde dann in der Zehntscheune gelagert. Hier sind heute die archäologischen Funde ausgestellt. Ja, bei dem Licht sieht man die Spinnweben nicht so richtig. Ne? Ja, es ist schwierig. Man muss immer von mehreren Seiten schauen, damit man die... Eine externe Putzfirma darf hier nicht ran. Natürlich müssen wir vermeiden, dass den Objekten irgendetwas passiert, vor allem weil sie oft schon angeschlagen zu uns gekommen sind. Die Einzelteile dieser wertvollen Skulptur sind erst vor wenigen Jahren in einem Brunnenschacht entdeckt worden. Beim Abbruch des Klosters hat man also das Material als Baumaterial dann verkauft und weitergegeben. Alles, was da so um 1740 gebaut wurde, besteht im Grunde aus Lauscher Klostersteinen. Ob Gartenmauern, ganze Häuser, Keller. Der hier stammt also aus einem Keller in Bensheim. Ein besonders schönes Stück und gehört also ganz sicher zur Ausstattung der Klosterkirche. Dieser Stein wurde mal als Untersetzer für einen Blumentopf in einem Vorgarten benutzt. Und der hier hätte sicher auch viel zu erzählen. Dieser Stein bildete die Abdeckung eines Abtritts einer Toilette, eines Plumpsklos. Also das ist ein weiterer Beleg dafür, wie man mit Dingen, die wir heute im Museum bewundern, vor 100, 150 Jahren noch ganz anders umgegangen ist. Viele Klostersteine sind bis heute noch im Umkreis von Lorsch verbaut. Immer wenn also eine alte Mauer abgerissen wird, dann sind wir da und schauen, ob sich nicht weiter wiederverwendete Klostersteine hier finden. Heute reißt der Bagger ein Haus direkt vor der Lorscher Torhalle ab. Also ein bisschen gehofft habe ich natürlich schon, dass die Klostermauer da drin steckt. Denn dieses Gebäude macht genau die Flucht mit, die die Klostermauer ursprünglich genommen hat. Keine Klostersteine. Zumindest auf den ersten Blick. Die Etage tiefer ist wahrscheinlich dann das Entscheidende, denn seit den 1980er Jahren wissen wir von Bestattungen hier auf dem Platz. Und das kann sich natürlich auch außerhalb der Mauer fortgesetzt haben. Vielleicht erwischen wir hier gerade mit der Mauer die Grenze dieses Friedhofs. Hier könnte die Familia, das Dienstpersonal der Mönche, begraben sein. Eine der bedeutendsten Bestattungsfunde wurde ursprünglich bei einer Raubgrabung im 18. Jahrhundert entdeckt. Das ist natürlich unser Spitzenstück hier in der Zehntscheune, ein Sarkophag. Man hat darauf geschlossen, dass der prominenteste Bestattete hier im Kloster da seine letzte Ruhe gefunden haben soll, nämlich König Ludwig der Deutsche, der 876 hier beigesetzt worden ist. Seine Gebeine sind seit der Raubgrabung verschwunden. Unwahrscheinlich, dass sie noch in einer der vielen unerforschten Kisten von Silke Strohmenger liegen. Dennoch. Wir wissen, im Kirchenraum haben sich durchaus Adlige der Umgebung bestatten lassen. Wenn man genug geschenkt hat, konnte man sich hier eine begehrte Begräbnisstätte hier im Kloster aussuchen oder auch leisten. Und wir wissen auch, dass wir hier eine karolingische Begräbnisstätte haben. Auch Königin Kunigunde wurde hier bestattet. Ja, und da ist die große Frage, wo sind die jetzt, ne? Ein Rätsel, das vielleicht nie gelöst werden kann.
Große Grabungen soll es hier nicht mehr geben, obwohl Hermann Schäfers noch unzählige archäologische Schätze im Boden vermutet. Natürlich ist es total verlockend und ich denke jedes Mal dran, wenn hier wieder ein Maulwurf aktiv gewesen ist, der eine mittelalterliche, ein Marmorfußbodenfragment zutage fördert. Ja, das steckt alles hier im Boden. Das wäre wahnsinnig interessant hier zu graben, aber es entspricht nicht den Regeln moderner Denkmalpflege. Und das ist ganz schnell erklärt. Jede Grabung bedeutet ja auch Zerstörung. Und wir ärgern uns oft wahnsinnig über unsere Vorgänger. Vor fast 100 Jahren hat Historiker Friedrich Behn den gesamten Klosterhügel förmlich umgegraben. Im Glauben, er habe das große Rätsel um das einstige Aussehen des Klosters gelöst. Von der imposanten Anlage können wir uns heute nur eine Vorstellung machen durch die Ergebnisse unserer 10-jährigen Ausgrabungen, die wir mit modernen Methoden 1927 bis 1937 hier durchführen konnten. Im Laufe der Zeit stellt sich heraus, dass vieles davon gar nicht stimmen kann. Es gibt doch viele weiße Flecken in diesem Bild. So viele, dass wir nach langem Ringen auch aufgegeben haben, diese Anlage zu visualisieren. Nur dieses eine Bild aus dem 17. Jahrhundert zeigt das Kloster vor seiner Zerstörung einigermaßen realistisch. Schäfers hofft, dass man vielleicht irgendwann zerstörungsfrei Archäologie betreiben kann. Bis dahin soll das Welterbe unberührt bleiben. Der letzte, der hier mit großer Ausnahme gezielt graben durfte, war Klaus Kropp. Auf dem ehemaligen Mönchsfriedhof hat er vor rund 10 Jahren diesen Benediktinermönch für eine Ausstellung ausgegraben. Warum viele Mönche wie dieser trotz guter Ernährung genauso schlechte Zähne hatten wie die dörfliche Bevölkerung, konnte Silke Strohmenger mit Hilfe des Lorscher Arzneibuchs herausfinden. Die wollten schön sein. Deswegen findet man auch sehr, sehr viele Zahnpflegemittel darin. Zum Beispiel hat man empfohlen, um jetzt weiße Zähne zu bekommen, geriebenen Bimsstein zu verwenden. Oder die Asche von verbrannten Schweineknochen. Heutzutage würde jeder Zahnarzt davonlaufen und würde sagen, Hilfe, du schmirgelst dir den ganzen Zahnschmelz ab, ne? Rund 500 Rezepte sind im Lorscher Arzneibuch zu finden. Es ist das älteste Medizinbuch des abendländischen Mittelalters und seit 2013 Weltdokumentenerbe. Die Heilkräuter, die man früher für die Klostermedizin brauchte, wachsen heute im Schaugarten, hinter der Zehntscheune. Bettina Walter ist die Vorsitzende des Kräutergartenvereins. 10 Frauen und ein Mann pflegen den Garten ehrenamtlich. Wir haben über 200 verschiedene Pflanzen hier, alle irgendwo in Verbindung mit dem Lorscher Arzneibuch. Das soll ein Garten sein, wo man zur Ruhe kommt, wo man schreitet und wo man einfach durch so ein Lorscher Arzneibuch wandelt, also sozusagen durch ein lebendiges Buch. Es ist schon was Einmaliges und es ist auch was Tolles, dass wir so viele helfende Hände haben. Wir treffen uns einmal in der Woche. Heute sind die Feigen reif. Kann ich hier noch was abnehmen? Da oben ist noch eine, oder was ist mit der? Aber die hatte ich habe sie. Das ist immer schön. Jede Jahreszeit hat was Besonderes. Es ist eine tolle Gruppe und das macht Spaß. Und wir lernen ja jeden Tag dazu. Spitzwegerich bei Mückenstichen habe ich schon ausprobiert. Erstaunlich gut. Ja, das sind so die kleinen Dinge, die uns freuen. Die Feige kommt auch im Lorscher vor. Man hat Feigen auch genommen bei Knieschmerzen. Also man hat es äußerlich vor allem verwendet. Wir werden aus den Feigen einfach was Kulinarisches zaubern. Wir haben auch neben der Feige mit Rotwein. Genau, das haben wir auch schon gemacht. Genau. Und auch ein Feigenchutney geht. Ne? Ja. Die sind jetzt wunderbar reif. Oder einfach frisch vom Baum. Ernten dürfen nur die Kräuterfrauen, aber Inspiration holen darf sich hier jeder. Volker Mehl macht das regelmäßig. Er ist in Lorsch aufgewachsen. Der Kräutergarten ist einer seiner Lieblingsplätze. Für mich als Koch, das ist ja so ein Fest für alle Sinne. Also überall die ätherischen Öle. Deshalb fällt es mir auch so ein bisschen schwer, die Finger von den Kräutern zu lassen, weil allein die Düfte, das ist natürlich auch eine Inspiration. Dann habe ich so einen Geruch in der Nase und Peng, dann entsteht ein neues Rezept. Und deshalb ist es so eine Mischung aus Ruheoase und Inspirationsspielplatz.
Volker Mehl arbeitet deutschlandweit als Ayurveda-Koch, ist viel beruflich unterwegs. Immer wenn es mal wieder stressig ist, lädt er hier seinen Akku auf. Und dann ist es so eine Entschleunigung, das ist auch so eine Kraft. Das ist quasi wie wenn du dein Handy abends ansteckst. So ist dann der Klostergarten für mich, weil hier ist so eine Ruhe, aber auch eine gute Erdung. Das tut mir total gut. Ja. Als Kind hat Volker auf dem Klosterhügel noch Fußball gespielt, lange bevor das Kloster Welterbe wurde. Das ist immer ganz spannend. Ich war ja auch mal ein paar Jahre weg und dann so der Klassiker. Dann kommt man wieder nach Hause und denkt, wow, wie cool ist das denn hier? Also wenn du mal auf der Welt andere Weltkultur am Erbe Städten siehst, deshalb sage ich immer so ein bisschen wie mit dem Schmunzeln, das ist quasi so mein privates Angkor Wat. Also die große Tempelanlage in Kambodscha. Ja, die Gebäude mögen in Angkor Wat größer sein. Aber so von der Bedeutung und von der Energie. Und ich stelle mir dann immer vor, irgendwo da in einem dieser Gebäudeteile, da saß dann der Autor vom Arzneibuch. Wahrscheinlich, also wenn es gewesen wäre, mit Blick Richtung Bergstraße, um sich inspirieren zu lassen und das dann zu schreiben. Und dann wird Geschichte so greifbar. Auch er hat schon viele Bücher geschrieben. Ayurveda trifft Klosterheilkunde oder ganz zeitgemäß die Klosterküche für den Thermomix. In seiner Kochwerkstatt im benachbarten Heppenheim gibt er Kurse, in denen er aktuelle Ernährungstrends mit altem Wissen verbindet. Und einfach zu schauen, wie kannst du das Wissen halt übersetzen. Also was hat man vor 1200 Jahren geschrieben und was heißt das dann für heute? Ja, das ist eigentlich so die Hauptidee, was ich versuche, so Übersetzer und Wandler zwischen den Welten zu sein, so ein bisschen. Heute kocht Volker Mehl für eine Gruppe Outdoor. Es gibt mittelalterlichen Eintopf. Okay, ihr Lieben, also ihr seht, One Pot ist jetzt keine Erfindung von Instagram, sondern gab es auch schon im Mittelalter. Weil so wie es jetzt hier aussieht, sah es in der Klosterküche ja auch aus. Ein Topf, eine Suppe, ein Klassiker mit Hülsenfrüchten, also Linse und einfachem Wurzelgemüse. Weil damals gab es ja nicht so wahnsinnig viel. Also wenn man heute in den Supermarkt geht und denkt, wow, Riesenangebot, gab es ja damals nicht. Die Basis sind rote Linsen und dann ist Dinkel noch mit drin, Kohlrabi ist drin, Karotten sind drin, ein paar Kartoffeln. Das ist jetzt so kulinarische Zeitreise. Ja, und wir sind auch sogar gut in der Uhrzeit, weil wir sollten ja nicht so spät essen. Schreibt Benedikt auch. Wenn du dir die Benediktinerregel anschaust, heutzutage wäre Benedikt, glaube ich, der Riesen-Food-Influencer. Ja, weil im Benediktinerkloster hat man auch eigentlich nur zweimal am Tag gegessen. Also heute nennen wir das Intervallfasten. Lass es Zeug schmecken. Einen guten? Ja. Ich habe es nicht so lecker erwartet, tatsächlich. Also wenn man dann hört Klosterküche, man denkt da ja dann doch an sehr einfache Sachen. Wir haben als Familie zusammen einen Kochkurs gemacht. Vor einem Jahr haben wir angefangen, am Volker sind 15 Kilo runter. Und man ist nicht hungrig, es schmeckt. Im Freilichtlabor hat Patricia Scheuermann schweres Gepäck dabei. Mit der Steinmühle sollen die Jugendlichen heute ihren selbst geernteten Weizen mahlen. Da kommt dann nachher das Mehl raus. Und es funktioniert so, dass wir zwei Steine haben, die aufeinander reiben, indem man sie so dreht. Na, jeder macht mal eine Handvoll da rein. Darf ich es probieren? Ja, bitte. Welche Richtung? Ist egal. Aber schon mit Kraft. Ja. Reicht es? Ja. Dann machen wir jetzt das wieder da ein bisschen rein. Also es dauert eigentlich gar nicht so lange. Naja, also wenn man das richtig gut kann, braucht man so eine Dreiviertelstunde für 1 Kilo. Wie viel Arbeit allein in einer Tüte Mehl steckt, die wir heute bequem kaufen können, haben die Jugendlichen nach einer Woche im Freilichtlabor verstanden. Sie wissen ihren Luxus von heute zu schätzen. Ein schönes Bett oder halt so ein warmes Haus, das vermisst man schon, wenn man hier ein bisschen länger schläft. Und Licht. Ja. Das ist immer abends richtig stockdunkel. Da brauchst du eine Taschenlampe. Ja, haben wir auch, aber trotzdem. Aber trotzdem. Nicht. Die Taschenlampe. Das ist dann... Ja, Isomatten auch nicht. Und fertige Butter aus dem Kühlschrank auch nicht. Amina und Clara stampfen seit 20 Minuten frische Sahne.
Ich bin eher so skeptisch. Riecht schon so komisch. Es ist auch nicht so eine Konsistenz wie im Supermarkt. Ja, genau, das ist das Bild ab. Genau. Das fühlt sich so gut an irgendwie. Das fühlt sich so richtig cool an. Ja. Das fühlt sich irgendwie so an wie so im Sandkasten. Je mehr ihr knetet, ne, am Anfang klebt es total an den Händen und das Ziel ist, dass nachher nichts mehr an den Händen klebt, ohne dass ihr es gewaschen habt. Ja. Das ist mein erstes Mal so ein Teig. Das machst du super. Ja, dafür machst du das echt gut. Ja. Danke. Erfolgserlebnisse schaffen, das ist Patricia Scheuermann wichtig. Ja. Oben und Mitte. Weil ihr müsst euch vorstellen, der Ofen ist jetzt einmal heiß. Einmal. Und den kann man nicht einfach wie unseren Ofen wieder heiß stellen, sondern den müsste man wieder komplett neu anheizen. Dann mache ich jetzt auf. In ihren selbstgemachten Brötchen stecken am Ende fast 2 Tage Arbeit. Guten Appetit. Boah. Oh, ich würde erstmal hier schön. So geil. Das ist schön das mit Mikrofon so geil, aufgenommen. lecker. Finde ich, aber das Salz kommt richtig gut. Ja. Und die Butter, die Amina und Clara gemacht haben, finde ich besser als die im Supermarkt. Die schmeckt irgendwie besser. Ziel erreicht und die Herausforderung eine Woche Mittelalter gut gemeistert. Ja. Ja, finde ich auch. Auch auf der Baustelle vor der Torhalle hat sich viel getan. Das alte Haus ist abgerissen. Ob sich darunter tatsächlich der erhoffte Friedhof befindet, hat Landesarchäologe Peter Steffens untersucht. Die Befundlage ist archäologisch sehr überschaubar. Wir haben einen Keller des wahrscheinlich 19. Jahrhunderts. Wir haben Porzellan dazwischen, wir haben Backsteine dazwischen. Keine Menschenknochen, die eigentlich hier vielleicht sogar zu erwarten gewesen wären. Kein Friedhof. Stattdessen nur Schweineknochen. Also die Reste von dem Schlachthaus oder von dem, was vielleicht auch Hausschlachtung war, können wir hier noch sehen. Wir sehen ganz gut die Sägespuren an den Knochen, also definitiv Schlachtabfälle, was auf ein jüngeres Datum in dem Fall auch deutet. Könnte sein, dass sich jetzt die Klostermauer als eine Grenze erweist für so einen frühmittelalterlichen Friedhof. Ne? Dass man so eine Art Abgrenzung des heiligen Bezirkes eben hat und nur innerhalb bestatten durfte. Das ist gut möglich, ja. Rätselraten geht weiter, ja. Das ist eine Spezialität von Lorsch. Aber nicht mehr heute. Heute ist ein besonderer Abend. Junge Musiker von der Mannheimer UNESCO City of Music spielen zwischen Sarkophag und Cocktailbar. Toll, ganz toll. Ja, ganz toll. Gefällt mir sehr, sehr gut. Tatsächlich bin ich hier ganz selten, obwohl ich hier aufgewachsen bin. Ne? Da geht man halt am allerwenigsten diese Museen abklappern, aber ich finde es toll. Das Showdepot ist eine neue Veranstaltungsreihe vom Lorscher Kulturbüro, Hermann Schäfers und seinem Team. Ich mag das Showdepot 10 Scheune total gerne, weil es einfach neues Publikum hierher bringt und auch die Welterbestätte mal noch in einem modernen Licht erscheinen lässt, dass es eben nicht aus der Zeit gefallen ist. Und wenn sie dann einmal hier sind und hier waren und gesehen haben, wie schön es hier ist, dann kommen sie vielleicht auch mal zu einer Führung wieder. Das Format wird unheimlich gut angenommen. Es ist eine ganz, ganz entspannte Atmosphäre hier und wir erreichen eigentlich eine Zielgruppe, die wir sonst im Museum nicht haben. Ne? Also so über 30 und unter 60. Es ist für mich wirklich jeden Tag eine besondere Freude zu sehen, was diese kleine Welterbestätte Lorsch doch zu etwas Besonderem macht und dass man diesen Ort auch wirklich entwickeln kann und dass man dann wirklich auch mitsingen kann in diesem Chor, in dem ein Kölner Dom vorkommt oder eine Altstadt von Lübeck oder so etwas.